Ja, herzlich willkommen bei unserem neuen Cargold-Video heute hier im Laden in Hamburg. Der Wolf im Schafspelz ist vielen bekannt, Mercedes 500e. Das ist ja die Baureihe 124 gewesen, kennt ihr sicherlich Mitte 80er bis Ende 90er Jahre. Und das Beste, was damals Mercedes gebaut hat mit der Zusammenarbeit Porsche, Mercedes 500e. Und die zweite Serie vom 500e, die hieß dann E500. Und so ein Auto haben wir hier, ich sag mal, fast mit einer Vollausstattung in einem Top-Zustand aus zweiter deutscher Hand. Es ist ein deutsches Fahrzeug. Und was der kann, wie der sich fährt, das zeigen wir euch jetzt mal. Ja, heute haben wir was ganz Besonderes für euch, mal wieder Mercedes E500 aus dem Baujahr Ende 1994. Das ist eigentlich der Wolfs im Schafspelz. Und solche Autos handle ich normalerweise nicht, aber wenn der so besonders ist wie dieser hier, das ist nämlich ein Limited Edition aus zweiter deutscher Hand, also man kann sagen, mehr oder weniger mit einer absoluten Vollausstattung. Das ist ein super Teil, also davon habe ich damals selber geträumt. Autos gab es ja seit 1991, die hießen am Anfang 500e. Und das hat nachher bei der zweiten Serie, haben sie umgedreht zu E500. Das Auto ist unter der Mitwirkung von Porsche gebaut worden. Da hat man die Karosserie hin und her geschickt. Dann hat Mercedes die Ausstattung gemacht. Dann hat die Technik wieder an die Firma Porsche gemacht. Und der Wagen ist bis heute absolut legendär. Gibt nur noch sehr, sehr wenig wirklich gute gepflegte Exemplare und das ist hier so ein Auto. Das Auto hat eine super Ausstattung. Wie gesagt, Limited Edition, was heißt das? Es sind nur 500 Autos gebaut worden von dem ganzen Auto, mehr gab es nicht. Und damit ist das Auto eine echte Rarität. Also es gab vor einiger Zeit bei Autobild mal einen Bericht und die haben gesagt, so ein Auto, Limited Edition, wert 120.000 bis 130.000 Euro. Unser ist sogar noch ein bisschen günstiger, aber die Autos gehen richtig nach oben. Das ist ein Geheimtipp für morgen. Sollen wir mal gucken, wie der fährt. Die gehen da richtig los, die Autos. Er liegt super auf der Straße, das merkt man sofort. Hat eine 8-Zylinder-Maschine vorne drin mit echten 5 Litern Hubraum. Und das Tolle an dem Wagen, er ist lückenlos, Scheckheft bei Mercedes. Das Auto befindet sich in einem Spitzenzustand. Also sowas ist ganz, ganz selten. Das Tolle an dem Wagen ist diese besondere Ausstattung. Der hat ja hier sogar, könnt ihr sehen, sogar Standheizung. Das hier sind übrigens Sitzheizungen links und rechts. Gibt es ja heute auch noch so. Klimaautomatik hier vorne. Dann hat er hier vorne Heckscheibe, Heckrollo, Kopfstützen hinten. Hier ist Heckrollo. Das ist ASR für Winterbetrieb. Also wenn der Wagen mal Schneeketten hat und solche Geschichten. So, jetzt halten wir hier mal an. Jetzt erklären wir euch mal das Auto. Leider hat der Verkehr schon ein bisschen zugenommen. Wir haben jetzt Nachmittagsverkehr. Und bevor der Regen losgeht, sind wir jetzt gleich losgefahren. Das Tolle ist auch dieses Bicolor. Schaut euch das mal an hier. Das Zweifarbige war damals auch eine absolute Spezialausstattung. Gab es in Anthrazit, gab es in Grün und gab es in Rot. Unser ist Rot. Schaut mal hier, was das ein toller Wagen ist. ASR, Airbag. Also das ist eigentlich so ein richtiger Oldtimer der Neuzeit. Und das ist ein Auto, das sage ich euch, das kostet in einiger Zeit sehr, sehr viel Geld. Und wirklich gute gibt es ja so gut wie keine. Übrigens, Schiebedach hat er auch, da oben. Das Auto ist also wirklich
wirklich, man kann sagen, voll ausgestattet. Hat 320 PS, wiegt 1,8 Tonnen, das ist eine ganze Menge. Und diese Maschine hat in den 6,1 Sekunden von 0 auf 100 gebracht. Zeigen wir euch nachher mal. Ich lasse den erstmal ein bisschen warm laufen. Auto kommt aus einer sehr, sehr gepflegten Hand hier aus Hamburg. Älterer Herr hat mit dem ganz nett mich unterhalten. Das war auch sein Traum, weil er fährt die Autos nicht mehr viel, hat eine Sammlung. Und den haben wir bekommen. Der steht jetzt bei uns hier in unserem neuen Laden am Flughafen. Ein ganz tolles Auto. So, ich mache euch mal die Haube vorne auf. Wie sieht der vorne aus? Hier, E-Sitze hat er übrigens auch, ne? Elektrisch, sogar mit Memory. Das war das erste Mal, dass sowas überhaupt von Mercedes eingeführt wurde. Bis zu dem Zeitpunkt, Anfang der 90er Jahre, gab es sowas noch überhaupt nicht. Funktioniert auch wunderbar. Vorne zurück. Hier übrigens die Ablagebox. Hier vorne hat er einen schönen Armaufleger, eine Armlehne. Und dann diese tollen Sitze, und die sind, müsst ihr mal gucken, wie toll das alles gearbeitet ist hier. Alles noch original, alles noch in einem super Zustand. So, jetzt ziehe ich mal unten links die Haube vorne auf. Hier, der rote Griff ist die Haubenverriegelung. Ja, Mercedes E500, passen übrigens mit originaler Armani-Brille, die gehört mir seit 25 Jahren. Das muss man einfach, das ist das Outfit zu so einem Auto, das muss passen. Hier ist die Haubenenriegelung hier vorne. Er hat sogar eine Wischeranlage für die Scheinwerfer. Das ist die 8-Zylinder-Maschine von damals, 5 Liter Hubraum, leistet 321 PS. Schaut euch das mal an, der ist total vollgepackt. Das war ja normalerweise die Mittelklasse von E, ging los bei E200 bis E300 bzw. E324V. Und das Auto hier hat das Doppelte gekostet, wie damals normalerweise der E300. Das war ja schon mit 6 Zylindern Spitzenmodell, hat das Doppelte gekostet, hat 134.000 Mark gekostet. Also wenn man das umrechnet, 1:1 Euro und Mark, das kann man machen, kostet so ein Auto heute 250.000. Also muss man wirklich sagen, nee, Quatsch. Mit Mathe war ich nie so gut. Ist egal, also gehen wir mal davon aus, dass er heute auch 150.000 Euro kostet. Pflegezustand ist super, ich habe ja gesagt, das Auto ist lückenlos scheckhaft gepflegt. Er hat die Evolution-Felgen, die gab es auch beim 190e Evolution, schaut euch das mal an. Hatte nur der Limited Edition. Und der Pflegezustand von diesem Auto, den finde ich fantastisch. Also ich glaube, das sieht man, wie der hier glänzt, wie der da steht, ob das neue Bremsscheiben sind, das kann man sehen, wenn man da durchguckt. An dem Auto ist wirklich alles gemacht. Und schaut mal hier hinein. Also die Ausstattung von dem Auto. Außen heißt es ja blau-schwarz Metallic, die Farbe. Und hier innen drin dieses Bicolor Leder ist wirklich eine Show. Also klasse gemacht. Selbst die Fußmatten, könnt ihr das sehen, die haben diesen leichten lila Streifen. Alles original. Und das Schöne ist, also man kann sagen, dass der Wagen einen Zustand hat, als ob er 70.000 Kilometer gelaufen hätte. Der ist wirklich fantastisch gepflegt. Schaut mal hier hinten rein. Das ist die Rückbank. Da hat übrigens eine Einzelsitzanlage, das war auch extra. Schaut mal hier, das waren die ersten Einzelsitze, die es damals gab bei Mercedes. Das hat richtiges Geld gekostet. Total schick, finde ich. Also Auto ist wirklich klasse. Erkennen kann man das Auto übrigens an den Radhäusern. Die gehen weiter raus, weil der natürlich eine viel, viel dickere Bereifung hat als der normale 300e. Daran konnte er am Straßenbild einen 500e erkennen. Und Ende Baujahr 94 hat er dann auch schon die weißen Blinker gehabt. Die gab es auch also von der Serie 2. Früher gab es da noch die gelben Blinker, das hatte man hier wieder geändert. Also das ist ein totales Understatement-Auto. Wenn er mit dem auf der Autobahn unterwegs ist, der fährt ja 250 Stundenkilometer, der geht ab wie verrückt. Und man ahnt ja nichts Böses, wenn man das Auto sieht. Also das hier ist ein absoluter Geheimtipp. Und ich sage euch, die Autos werden in absehbarer Zeit Hunderttausende von Euro wert sein. Denn der Oldtimer-Markt ist nach wie vor stabil. Das ist ja auch eine Liebhaberei, und zwar eine weltweite. Das wird sich nicht ändern. Und da ist das hier ein totaler Geheimtipp. Es gibt ja gar nicht viele davon. Es gab damals vergleichbar von Porsche, ein Porsche 993. Also die Fahrwerte von dem Auto sind identisch mit dem Porsche. Und das Tolle ist nur, er hat einen 8-Zylinder, das hat Porsche nicht gehabt. Und das spürt man beim Fahren. Er schiebt richtig an. Er hat 500 Newtonmeter ungefähr. Ja, und was das bedeutet, könnt ihr euch ja vorstellen. Ja, also eins steht fest, Fahrleistungen sind wirklich zu begeistern hier bei dem Auto. Begeistert mich, fasziniert mich total. Der hat einen Druck heute wie ganz moderne Autos, schiebt aber von hinten. Man merkt die 8 Zylinder und man merkt auch wirklich die 5 Liter Hubraum. Ich meine, eins ist klar, mit so einem Wagen kann man halt eben nicht 10, 11 Liter verbrauchen. Ich sag mal, der hat so zwischen 14 und 16. Aber er hat ja einen Druck wie ein ganz, ganz großer. Und wenn man denkt, dass der Wagen mittlerweile 30 Jahre alt ist,
Wenn ich jetzt richtig drauf drehe, dann geht der richtig nach vorne. Komm, wieder abziehen. Also damit kommt er heute mit jedem Auto mit. Vor allen Dingen, der sieht ja von außen aus wie ein 300e. Völlig unbedenklich. Der sieht ja fast aus wie so ein Opa-Fahrzeug. Aber das ist er mit Sicherheit nicht. Bitte sehr. Ja, nun. Hat sich erschrocken eben der Herr am Ford. Aber ist egal. So einen Wagen sieht man nur noch selten. Wir sind ja höflich und lassen die Kollegen und die Leute vor. Übrigens die Sitze. Man sitzt super eingepackt in dem Auto. Also man merkt, das ist von Porsche gebaut worden. Man spürt das irgendwie. Da ist das Porsche-Konzept dahinter. Und fahren, also ein Auto konnte man heute tagtäglich fahren. Und ist ja völlig Understatement der Wagen. Und dann kommt dieser absolut gute Zustand dazu. Und ihr wisst ja, ich fahre auch immer mit der Nase. Der Wagen riecht schön nach Mercedes, wie er produziert wurde. Also wenn er mich hier mit verbundenen Augen reinsetzt, ich sage, das ist ein Mercedes. Riecht man einfach, hier hat keiner geraucht, hier hat keiner ein fieses Parfum getragen oder so. Es ist ein ganz gepflegtes, sauberes Mercedes-Auto. Und der Eigentümer jetzt kommt auch aus der Daimler-Benz Führungsorganisation und hat den Wagen, ich sag mal so, als ein Hobby gehabt, hat ihn immer gepflegt, alles Checkheft gemacht. Wir haben viele Rechnungen dabei. Also der Wagen befindet sich in einem Zustand, als ob er 70.000 Kilometer gelaufen hat. Das seht ihr hier alles. Hier ist nicht abgewetzt, nichts kaputt, nichts zerknattelt. Guckt euch mal das Holz an. Alles in einem super Zustand. Und fahren tut er sich genauso. Der zieht nicht zur einen Seite, da klappert nichts, da rappelt nichts. Also wirklich ein tolles Auto. Ich bin echt begeistert. Und wenn ich mir das Holz überlege, ich habe ja zu der Zeit, ihr wisst ja, dass ich viel unterwegs bin, wenn meine Autos immer angucken muss vor Ort. Ich habe ja damals einen 560er Mercedes gefahren als S-Klasse, aber da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht. Also wenn ich gewusst hätte, wie cool der fährt, hätte ich mir lieber mal den gekauft. Das ist ein richtiges Sportgerät, hat auch einen tollen Sound. Ne? Also man merkt die Kraft. Ist ein ganz tolles Mercedes-Benz-Produkt und ich glaube, ein E500 bzw. 500e hat seine große Zeit noch vor sich. Oh, er schiebt schön an, also selbst im niedrigen Gang. Der Wagen hat einen super Drehmoment, also fährt ganz toll. Schönes Auto, richtig schöner Wagen. Und dann eine absolute Vollausstattung. Schaut euch das an. Hier auch Bäcker Mexiko, auch das modernste, was es damals gab. Hier vorne ist der Aschenbecher, unbenutzt. Guck mal hier, hat noch nie einer benutzt. Also man merkt auch, da hat kein Raucher drin gesessen. Der Vorbesitzer hat keine Hunde, jedenfalls hat er die hiermit nicht mitgenommen. Und dann dieser wirklich fantastische, einmalige Zustand von dem Wagen. Also wirklich ein ganz tolles Auto. Und ich persönlich finde diese weinroten, zweifarbigen Sitze in absolute Klasse. Das ist ja das, was man heute Designo nennt bei Mercedes, kostet heute einen riesen Aufpreis. War damals als extra auch teuer, das hat er sich damals bestellt. Äußerst geschmackvoll. Guck mal hier, der Mittelschalthebel auch in weinrotem Leder, genauso wie das Lenkrad. Toll verarbeitet, völlig in Ordnung. Hupe geht, funktioniert alles. Die Sitzheizung hier vorne, die Lampen, die gab es ja noch sehr lange in dieser Form. Ja, wirklich ein Top-Auto. Ja, also wer einen guten E500 haben möchte und dann noch Limited Edition, das ist das Beste, was Mercedes in der Zeit gebaut hat. Das ist unser Auto hier. Der steht jetzt in Hamburg bei uns. Weg beim Jäger 224, direkt am Hamburger Flughafen. Könnt ihr hier sehen. Es fängt an zu regnen. Wir müssen nach Hause fahren. Wir haben das Auto so schön in der Aufbereitung gehabt. Bevor er jetzt schmutzig wird, fahren wir nach Hause. Ihr könnt gerade die Tropfen auf der Scheibe sehen. Nicht, dass er Regen nicht ab kann, aber der ist so schön poliert. Das wollen wir ihm jetzt nicht antun. Ja, das war eine super Probefahrt, hat mir einen riesen Spaß gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Auto würde ich gerne mal die Strecke Hamburg-Frankfurt fahren, weil richtig mal auf die Bahn gehen, der läuft ja 250 und riegelt bei 250 ab. Also wenn man das Ding aufmacht, muss der 290 laufen. Bei der Kraft, der hat ja diese tolle Aerodynamik schon, die zweite Serie hat man ja vorne ein bisschen verändert von der Optik. Also das ist ein Auto, was einen riesen Spaß macht und völlig Understatement. Kein Mensch weiß, was das ist. Also wirklich nur die Eingeweihten erkennen das an den verbreiterten Kotflügeln, an den Limited Edition Felgen außen auch, an den Evolution Felgen. Aber sonst erkennt man das nicht. Aber wenn man hier ins Interieur reingeht, was das ein tolles Auto ist, mit was für einer Ausstattung der Wagen behaftet ist, klasse. Also wirklich toll. Ja, da ist unser Laden. So ein bisschen vom Regen. Wenn wir mal da lang fahren, ja, fahren wir mal hier lang. Müssen wir das Auto schnell wieder reinfahren, nicht dass er schmutzig wird, wäre ja schade drum. Dann hätten unsere Jungs ganz umsonst gearbeitet.
Ja, das war Probefahrt Mercedes E500, Traumauto der 90er Jahre. Habt ihr heute gesehen, bei uns steht jetzt hier in unserem Laden. Also wirklich ein totales Paradeteil. Und ich kann nur sagen, also wer Lust hat auf richtig scharf fahren, in einem super gepflegten Auto mit einer Top-Historie, den haben wir hier stehen in unserem neuen Laden. Ja, das war es soweit. Ich wünsche euch alles Gute. Wer Lust hat, besucht mich hier gerne in Hamburg. Ich bin ja öfter hier. In dem Sinne wünsche ich euch, sage euch alles Gute. Bis zu unserem nächsten Video und tschüss, euer Stefan Luftschützen.